Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Nextmove, eurer Informationsquelle rund ums Thema Elektromobilität. Spannende E-Autos könnt ihr natürlich auch bei uns mieten. Eines davon steht gerade neben mir. Der VW ID.3 ist angekommen und wir schauen heute mal etwas genauer hin. Mein Name ist David vom Nextmove Standort Berlin. Let's go! Fangen wir mit ein paar allgemeinen Informationen an. Neben mir steht ein VW ID.3 First Edition Pro mit 58,8 Kilowattstunden Netto-Batteriekapazität, 420 Kilometer WLTP-Reichweite und einem Heckantrieb mit 150 kW Leistung ausgestattet. Hinein kommt in den ID.3 über die Funkfernbedienung, einmaliges Drücken, entriegelt zunächst nur die Fahrertür, beim zweiten Mal dann alle weiteren Türen. Auf der Beifahrerseite findet ihr außerdem die Ladeklappe. Oben der Typ-2-Anschluss, dreiphasig bis 11 Kilowatt Ladeleistung. Im unteren Bereich natürlich der CCS-Stecker, bei diesem Modell bis 100 Kilowatt. Mit dem großen Akku wären es sogar 125 Kilowatt Ladeleistung. Die Heckklappe des ID.3 öffnet ihr durch Eindrücken des Logos. Im oberen Bereich dann das Warndreieck verstaut. Bei uns in der Miete kriegt ihr immer Typ-2 Ladekabel und Schuko-Adapter mit dazu, liegen jetzt im Kofferraum. Und im unteren Bereich haben wir dann nochmal den Stauraum für die Notfahrausrüstung. Ihr könnt euch natürlich im hinteren Bereich des ID.3 auch für größeres Gepäck mehr Platz schaffen, indem ihr zunächst die Hubablage hier oben aushakt, dann an den beiden Clips entsprechend löst und zu guter Letzt die Sitze einmal nach vorne umklappt. Ihr habt jetzt doch eine ordentliche Stufe im Kofferraum, aber ansonsten sollte jetzt genug Platz sein für einen etwas größeren Einkauf. Im Innenraum des ID.3 findet sich viel Bekanntes, aber auch einiges Neues. Fangen wir zunächst an mit dem Sitz. Der lässt sich ganz klassisch einstellen mit manuellen Schaltern auf der linken und der unteren Seite des Sitzes. Neben euch findet ihr dann die Fensterkontrolle, die Spiegeleinstellungselemente, alles ganz klassisch mit dem Unterschied. Die hinteren Fenster werden bedient über einen Umschaltknopf, also mit den gleichen Tastern wie auch die vorderen. Jetzt habe ich Rear drin, jetzt wieder draußen. Um den ID.3 zu starten, setzt ihr einfach euren Fuß auf die Bremse und könnt dann direkt mit dem Gangwahlhebel neben eurem Cockpit-Display nach vorne für die Fahrt nach vorne und nach hinten für die Fahrt nach hinten den Gang einlegen. An der Seite habt ihr ganz normal den Parkverriegelungsknopf. Das Lenkrad selbst ist selbstverständlich ein Multifunktionslenkrad mit dem besonderen Feature, dass wir hier nicht nur einfach Tasten haben, sondern eine Wisch-Gestensteuerung. Für die Lautstärke heißt das explizit, slide ich nach rechts, erhöht sie sich, nach links verringert sie sich. Das gleiche für das Wechseln der Radiosender und für die Umschaltung der Cockpit-Anzeige. Das Lenkrad ist selbstverständlich auch verstellbar mit einem Hebel auf der unteren Seite. Hinein, hinaus, oben und unten kommt das Cockpit-Display auch gleich mit. Wer schon einmal VW gefahren ist, dem werden die Hebel zur linken und rechten Seite des Lenkrads bekannt vorkommen. Auf der linken Seite Blinker- und Lichtsteuerung, auf der rechten Seite Regen, Automatik und auch manuelle Scheibenwischersteuerung. Hinter dem Blinkerhebel findet ihr ein Touchpad zur Einstellung der Außenbeleuchtung, standardmäßig auf Automatik. Darunter außerdem die Frontscheibenbelüftung und Heckscheibenheizung. Du willst noch mehr über den VW ID.3 erfahren? Auf unserem YouTube-Kanal findest du ein detailliertes Review und verschiedene Tests. Abonniere uns, um nichts zu verpassen. Kommen wir nun zum Zentrum des ID.3, dem Infotainment-System. Zunächst startet ihr auf dieser Startseite mit einmal der Navigation in groß, dem Radiosender, Fahrzeugmenü und Telefon auch direkt erreichbar. Zur rechten dann noch eine weitere Schnellstartseite mit weiteren Funktionen, die hier verlinkt sind. Und zur linken das eigentliche Kachel-Hauptmenü, wo ihr alle Funktionen des Fahrzeuges noch einmal gruppiert seht. Zum Beispiel können wir jetzt hier in das Fahrzeugmenü hineingehen. Außen und innen könnt ihr getrennt auswählen und zum Beispiel im Innenraum das Design auf dunkel umstellen, um mal eine Funktion zu demonstrieren. Wie ihr seht, sind die Menüs nicht auf den ersten Blick hundertprozentig intuitiv, aber auf jeden Fall anschaulich gemacht und mit der Zeit fuchst man sich auch wieder rein. Auf der linken Seite dann der Home-Button wie beim Smartphone, womit ihr zurückkommt ins Kachelmenü oder auch in die Schnellstartansicht. Über das Dashboard könnt ihr auch euer Smartphone mit dem ID.3 verbinden. Unten rechts einfach auf Symbol klicken, dann auf Setup, Mobiltelefon auswählen und ihr könnt euer Handy entsprechend über Bluetooth verbinden.
Zurück geht's mit dem Homescreen-Button und hier sind wir dann wieder im Dashboard. Und jetzt möchte ich euch zeigen, genau, es geht nämlich auch per Geste beim ID.3, so müsst ihr es nicht mal mehr berühren. Direkt unter dem zentralen Bildschirm findet ihr die Steuerung für die Klima auf der Fahrer- und der Beifahrerseite mit der Besonderheit, dass hier unten ist eine lange Touchleiste, die wir auch über die ganze Länge ausnutzen können, um zum Beispiel jetzt für den Beifahrer die Temperatur zu verstellen. Gleiches geht in der Mitte für die Lautstärke. Und natürlich auch auf der Fahrerseite das gleiche. Unter der Klimakontrolle findet ihr noch weitere Knöpfe, angefangen mit der Steuerung für die Parksensorik, für die Klimaautomatik bzw. auch die manuelle Einstellung, mit verschiedenen Klimamodi übrigens, die euch hier als Smart Climate präsentiert werden. Daneben dann die obligatorische Warnblinkleuchte, die Fahrassistenz, die ihr aktivieren und natürlich auch deaktivieren könnt, zum Beispiel hier den Notbremsassistenten. Und ganz rechts der Drive Mode, also ob ihr eher ökologisch, komfortabel oder sportlich unterwegs sein wollt, auch mit der Option, euch das Ganze selbst zusammenzustellen. Kommen wir zu guter Letzt zum An- und Ausschaltknopf auf der linken Seite der Klimasteuerung. Ein kurzer Druck unmutet bzw. mutet euer Infotainment-System. Etwas länger schickt ihr das Fahrzeug in den Standby-Modus und könnt euch hier verschiedene Uhren anzeigen lassen. Kommen wir auch wieder zurück, sagen jetzt mal den Online-Modus. Und sollte mal alles spinnen beim ID.3, drückt ihr möglichst lange diesen Knopf und das Fahrzeug wird sich entsprechend neu starten. Es ist also gleichzeitig der Reset-Knopf. Des Weiteren findet ihr im Fahrzeugmenü auch die einzige Ladestandsanzeige des Fahrzeuges in Prozent. Alles weitere ist in Kilometern gehalten. Ihr könnt hier das Ladelimit umstellen, euren Ladestrom reduzieren und seht auch die Gesamtladedauer. Unten habt ihr dann einmal den Bordcomputer und eine jederzeit verfügbare Anzeige für euren Gesamtkilometerstand. Kommen wir als letztes Feature des zentralen Bildschirms zur Navigation. Die erreicht ihr auch über das Dashboard und landet hier gleich auf der Karte. Erster wichtiger Aspekt, ihr habt zwei verschiedene Optionsmenüs. Erst einmal für die Ansicht der Navigationskarte im unteren Bereich, dieses Sandwich. Einmal der Tagmodus oder auch der Nachtmodus. Ihr könnt es auch auf Automatik schalten, dann entscheidet das Auto selbst. Und ihr habt noch ein weiteres Optionsmenü hier unten unter Setup, wo ihr dann die eigentliche Navigation beeinflussen bzw. die einzelnen Optionen umstellen könnt. Das Ziel selbst gebt ihr oben ganz klassisch über die Suchfunktion ein. Nichts Besonderes an dieser Stelle. So, nachdem wir uns jetzt den Innenraum vom ID.3 detailliert angeschaut haben, fehlt noch ein großes Feature und das ist die Sprachsteuerung. Die funktioniert folgendermaßen. Hallo ID. Ja, bitte. Navigiere nach Berlin, Kurfürstendamm 11. Meinten Sie Berlin, Kurfürstendamm 11? Ja. Gute Fahrt. Was die Sprachsteuerung auch kann, ist, sie versteht durchaus menschliche Begriffe. Das heißt, wenn ich sage, hallo ID, mir ist kalt. In Ordnung. Vorn links wird es gleich wärmer. Genau, dann bekommt sie das mit und gleichzeitig stellt sie das auch noch auf die richtige Seite ein. Das heißt, wenn mein Beifahrer sich entsprechend die Temperatur umstellt, dann wird es auch dort wärmer. Ich aktiviere den Tempopiloten des ID.3, sobald wir aufgefahren sind. Und zwar jetzt. So, aktivieren auf der linken Seite des Lenkrads und stelle mir entsprechend die Geschwindigkeit ein auf 60. Drücke auf Set. Ein bisschen Gefühl muss man entwickeln. Es sind zwei verschiedene Druckpunkte. Einer für 1 km/h, einer für 10. Ich will jetzt ungern 10 km/h machen, aber so kommen wir auch rüber. So. Und damit fährt das Auto nicht ganz von selbst. Wir sind hier ohne Lenkassistent unterwegs, aber der Abstand wird automatisch gehalten und die Verkehrszeichen auch vorausschauend erkannt. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Noch steht er auf 60. Und er hat die 80 erkannt und legt jetzt los. Also nicht ganz so vorausschauend, wie wir uns das gewünscht haben. Aber er beschleunigt jetzt auf die 80. Passt nebenbei übrigens auch auf, den, der jetzt gerade links von uns fährt, nicht rechts zu überholen. Deswegen ein wenig langsamer die Beschleunigung. Und so fährt das Auto sehr vernünftig im Abstandstempomat. Schauen wir doch, ob der ID.3 auch Humor hat. Hallo ID. Was möchten Sie tun? Erzähl mir einen Witz. Oh, das haben mir meine Entwickler nicht beigebracht, aber ich probiere es mal. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen.
Okay, also zumindest dieser eine Witz vom ID.3 geliefert. Es ist bisher auch tatsächlich nur der eine als kleines Easter Egg. Wie lustig ihr den fandet, könnt ihr ja unten in den Kommentaren mal verraten. Ein weiteres interessantes Feature beim Fahren des ID.3 fällt auf, wenn man nach vorne zur Frontscheibe schaut. Das ist das ID-Light, eine intelligente LED-Lichtleiste, die zum Beispiel Navigationsansagen noch einmal visualisiert. Wir schauen uns das gerade mal an. Ich soll gleich rechts abbiegen, setze den Blinker auch schon mal. Und wir sehen, das ID-Light sagt mir auch, ich soll nach rechts abbiegen. Also nochmal eine ganz nette Visualisierung. Außerdem könnt ihr beim Aufladen des Fahrzeuges den Ladestand des Fahrzeuges über das ID-Light ablesen und auch noch weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Sprachbedienung, aktivieren das Licht. Das war die Einführung in den VW ID.3. Falls ihr noch weitere Fragen habt, wendet euch an unsere Mitarbeiter vor Ort. Das war's von meiner Seite. Wenn ihr auch in Zukunft keine Videos zur Elektromobilität verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal.